Leute, ich muss euch was erzählen. Ich habe vor 6 Jahren meine Wii bekommen und zu dieser Zeit war ich fucking braindead, okay? Deswegen habe ich auch nur Mario Kart Wii und Mario Galaxy 2 gespielt. Doch eines Tages habe ich Wii Sports Resort gespielt und oh mein Gott, ist dieses Game nice. Doch warum es so großartig ist, werden wir in diesem Video herausfinden. Dachtet ihr wirklich, dass ich nochmal bei Wii Sports rede? Wenn man das Spiel startet, befindet sich Dynamie in einem Flugzeug. Nein, ich meine nicht das Flugzeug. Wenn man dann gesprungen ist, werden einem die ganzen Funktionen von Wii Motion Plus gezeigt, aber kein Schwanz juckt sich dafür. Das Herzstück des Spiels sind auf jeden Fall die Optionen. Ich rede von den Minispielen. Die erste Sportart ist der Schwertkampf und was ihr noch wissen müsst, ist, dass einige Sportarten mehrere Modi zur Auswahl haben. Genauso wie beim Schwertkampf. Es gibt einmal das Duell, das Schnittfest und den Schwertmarathon. Das Duell ist, naja, ein Duell. Das Schnittfest ist dafür umso interessanter. Matt wirft einen Gegenstand und man muss ihn schneller als sein Gegner in die richtige Richtung zerhacken. Jetzt kommt aber der Schwertmarathon und der ist sogar so brutal, dass selbst Pro7 davon berichtet hat. Millionen Jugendliche üben sich derzeit im Überlebenskampf. Nur wer andere abknallt, überlebt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was schon an Wii Sports Resort, einem Spiel von fucking Nintendo, so brutal sein soll. Ich kann es ja mal so erklären. Man sticht seine Nachbarn, Freunde und vielleicht sogar Familienmitglieder auf der chilligen Insel Wuhu Island ab und das ohne Gnade. Da es ja nach einer Zeit langweilig wird, nur an einem Fleck Leute zu töten, schaltet man mit der Zeit auch mehrere Orte frei. Nachdem man jeden Bewohner niedergemetzelt hat, geht's erstmal eine kleine Runde Wakeboard. Und hier werden natürlich mal wieder die ganzen Funktionen gezeigt, die Wii Motion Plus hinbekommt, aber es juckt tatsächlich immer noch keinen. Wakeboard ist halt einfach so eine kleine Sportart zum Chillen und Genießen der Luftbrise, während man im Hintergrund die wirklich schöne Kulisse von Wuhu Island sieht. Zur Kulisse und dem Vibe kommen wir aber später nochmal. Und jede perfekte Landung hat sich auch dank dem Rumble perfekt angefühlt. Am Anfang fand ich Wakeboard eher mittelmäßig, aber mit der Zeit mochte ich es einfach immer mehr. Frisbee war dafür eine Sportart, welche ich von Anfang an geliebt habe. Man hat immer seinen Hund des Hundes an der Seite und man muss sein Frisbee so nah an den Pfeil werfen wie möglich, da es somit mehr Punkte gibt. Nach einigen Würfen erscheinen sogar auch noch Ballons, welche mehr Punkte geben. Zudem gab es auch noch Frisbee Golf, aber nach dem ganzen Leiden in Frisbee Golf geht's erstmal eine kleine Runde Bogenschießen. Und seien wir mal ehrlich, wer hat auf die normalen Ziele geschossen? Ich kann, glaube ich, mal für alle sprechen und sagen, dass wir nur die versteckten Ziele finden wollten. Ich für meinen Fall habe auf jeden Fall jedes versteckte Ziel getroffen. Ich glaube, ich sollte meine Existenz sofort von dieser Erde hier schaffen. Wir alle lieben doch Bälle, oder? In Basketball muss man auch mit Bällen spielen. So, das kennt man ja auch aus anderen Lebenssituationen. Es gibt einmal das Dreierwerfen und das Teamspiel. Beim Dreierwerfen versucht man so viele Basketbälle wie möglich in den Korb zu werfen und es gibt auch noch einen Bonusball, welcher mehr Punkte gibt. Zudem hat der Modus noch einen wirklich chilligen Vibe, welcher mir auf jeden Fall gefällt. Ich bin euch ehrlich, vor diesem Video habe ich noch nicht einmal Teamspiel überhaupt angerührt, aber jetzt liebe ich es einfach. Es wurde perfekt für einen Spieler entwickelt, weil Nintendo einfach weiß, dass ihr keine Freunde habt. Jeder aus seinem Team hat einen Knopf und mit dem kann man den Ball passen und um den Ball abzunehmen, muss man die Wiimote schütteln. Ich muss euch was beichten. Bisher war alles recht einfach und chillig, aber was habe ich vergessen euch zu erzählen. Und das sind die Stempel. Bevor ihr jetzt aber in die Kommentare schreibt, dass ich scheiße bin, solltet ihr mich mal lieber ausreden lassen, ihr Bass. Die Stempel sind einfach die fucking Hölle. Basketball ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Beim Korbjägerstempel muss man 5 erfolgreiche Würfe hintereinander erreichen. Und wenn das für euch zu einfach ist, könnt ihr mal versuchen, ein perfektes Spiel zu erzielen, indem ihr alle 25 Würfe trefft. Zudem gehören die Stempel auch noch zu den 100% und ihr könnt gerne mal raten, wer dieses Spiel zu 100% durchspielen wollte. Richtig, der fette 9-jährige Ben. Tischtennis gehört seit Tag 1 zu meinen Favorite-Sportarten aus Wii Sports Resort. Es ist simpel, aber trotzdem süchtig machend, da man immer wieder seinen Highscore brechen will. In der Ballannahme werden dir immer Bälle zugeworfen und man kann entweder gegen die Dose schießen, welche mehr Punkte bringen, oder man versucht immer den Kopf von ihm hier zu treffen. Und wo wir schon über Tischtennis reden, ich habe noch auf einem Dachboden den Schläger vergessen. Ich bin gleich wieder da. Boah, hier ist alles so scheiße verstaubt. Ah, da ist er. Warte mal, was ist das? Ein Golfvideo von Jannis? Aber so alt kann das doch noch nicht sein. Juli 2024?
Ja, ich glaube mal, dass das nicht mehr so gut ist. Ich glaube, ich nehme das nicht rein. Du lässt mich in deinem Video. Du scheiß Spaghetti. Ist so, lass ihn ins Video. Ja, okay. Aber wer bist du? Hä? Du weißt nicht, wer ich bin? Ich bin Ronaldo? Domingo. Hey Ben, came this way, had to explain direct from Nintendo. Domingo's my friend. Halt die Fresse, ich will das Video gucken. Wenn ich so an Wii Sports zurückdenke, dann würde ich tatsächlich sagen, dass Golf meine Lieblingssportart aus diesem Teil ist. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass Golf jetzt auch in Wii Sports Resort existiert und da nochmal verbessert wurde. Es war halt schon in Wii Sports eindeutig die ausgefleischteste und größte Sportart, aber halt auch gleichzeitig super entspannt. Man muss zwar an Golf mit Taktik rangehen, aber es hat irgendwie einfach so eine chillige Atmosphäre. Wenn man so langweilige Sportcommentaries im Fernsehen sieht, wo es um Golf geht, würde man meinen, dass Golf der langweiligste Scheiß ist. Und ja, von außen sieht es tatsächlich so aus. Aber wenn man es selber spielt, man muss sich auf jeden Fall dran einlassen und auch ein bisschen an die Schläger und die Schlaggeschwindigkeit und das alles gewöhnen. Aber wenn man das macht, dann ist es halt wirklich eine der besten Erfahrungen, die man auf der Wii haben kann. Es gibt halt alle Kurse aus dem ersten Teil und dazu nochmal die Resort-Kurse, die nochmal wirklich eine Challenge reinbringen. Allgemein ist Golf auch ein sehr, sehr forderndes Spiel, vor allem hier in Wii Sports Resort. Du musst halt wirklich genau abtakten, wann du abschlägst, was du machst. Und ich würde sagen, Golf und Flugsport sind so generell meine zwei Lieblingssportarten aus der ganzen Sports-Reihe von Nintendo. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es weder in Wii Sports, noch in Wii Sports Resort, noch in Wii Sports Club, noch in Nintendo Switch Sports verkackt wurde. Ich würde auch sagen, in Nintendo Switch Sports ist Golf overall auch genauso meine Lieblingssportart. Ich bin ein absoluter Golffanatiker, ich gebe das auch gerne zu. Natürlich habe ich hier in meiner Gameplay-Aufnahme als der allerechte Obama jedes Mal das Loch direkt im ersten Schlag getroffen und das beste Golfspiel hingelegt, was man nur überhaupt hinlegen kann. Es ist einfach Golf, okay? Golf ist geil. Ich bin Golffanatiker, ich stehe dazu und deswegen habe ich auch diesen Part hier im Video übernommen. Okay, zurück zu Ben. Tschüss. Bowling sollte uns allen ein Begriff sein, da es erstens Bowling auch schon in Wii Sports gab und zweitens tausende Memes davon erstellt wurden. Nice. Neben dem normalen Bowling gibt es auch noch die Powerwürfel, wo es 100 Pins gibt. Bitte auch so viele Likes auf das Video, danke. Ich habe zwar den Hindernismodus selten gespielt, aber es ist wirklich mal eine coole Abwechslung. Jetboot war eine Sportart, welche mich eigentlich nie richtig gejuckt hat, aber im Großen und Ganzen macht es wirklich Spaß. Es gibt einmal die großen Löcher und die kleinen Löcher, aber für welches Loch entscheidest du dich? In Wii Sports Resort auf jeden Fall sind die kleinen Löcher die richtige Wahl. Was mich bei Jetboot wirklich etwas genervt hat, war die Steuerung. Ich finde zwar gut, dass Nintendo mal was Neues mit Wii Motion Plus testen wollte, aber irgendwie ist die Steuerung für mich etwas schwammig. Eine Sportart, welche ich am Anfang wirklich langweilig fand, war Kanufahren, aber mit der Zeit hat es mir dann immer mehr Spaß gemacht. Klar ist es jetzt keine Sportart, welche unbedingt wieder in einem Sportsteil rein muss, aber in Wii Sports Resort hat man da auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Und außerdem ist die Steuerung wirklich so smooth und butterweich, so clean wie ein Babypopo. Nein, Pete! Ich liebe Radfahren. Hier wird die Route gezeigt und dann ist man auch schon good to go. Man darf aber nicht übertreiben und 24/7 die Wiimote schütteln, da man nur 3 Herzen hat und die nicht verlieren darf. Und eigentlich gibt's nicht mehr, was man zu Radfahren sagen kann. Ich weiß nicht, wie ich eine Überleitung machen soll, deswegen fuck it. Rundflug ist mit Abstand der beste Modus aus ganz Wii Sports Resort. Während man über Wuhu Island und Wedge Island fliegt, kann man die E-Punkte sammeln, welche Infos zu einem Ort oder Gegenstand geben. Und für die, die es immer noch nicht gecheckt haben, Wedge Island ist die Insel, wo Golf stattfindet. Und wenn man keinen Bock hat, die E-Punkte zu sammeln, kann man einfach den Vibe genießen und runterkommen, nachdem man seine ganze Familie umgebracht hat. Zudem findet man auch auf der Map seine Mies, welche man im Mii-Maker erstellt hat. Bei Tischtennis oder Bowling zum Beispiel ist das natürlich auch so. Und genau das liebe ich an Wii Sports Resort. Diese Liebe zum Detail. Ich finde es wirklich schade, dass Nintendo Switch Sports so schlecht ist. Wii Sports Resort ist wirklich so großartig und verdient viel mehr Aufmerksamkeit.